Moin, liebe Lüt. Habt ihr auch manchmal ungewollte Post mit irgendwelchen Porträtfotos, die euch für teures Geld verkaufen wollen? Habe ich heute mal was für euch. Das möchte ich mir heute mal näher angucken, wie denn dieser Oono denn eigentlich funktioniert. Was ist davon zu halten? Ist das Ganze überhaupt legal oder sind wir damit von vornherein gleich im illegalen Bereich zugange? Damit beschäftigen wir uns heute in diesem Video. Vielen von euch wird es ab und zu so gehen, dass ungewollte Post kommt, wie eben erwähnt, kleinen Tick zu schnell, keinen kleinen Tick drüber gewesen, zack, mit Verwaltungsgebühren etc. pp. Sind 30 Euro da eher schon eine niedrige Strafe. Jetzt muss man dazu sagen, im europäischen Vergleich sind wir da in Deutschland sogar ganz, ganz niedrig. Im europäischen Ausland wird das zum Teil erheblich schärfer bestraft. Da gibt es entsprechende Blitzerwarner-Apps und ja, früher hat man viel mit Radarwarner-Geräten und was weiß ich nicht allem gearbeitet. Das machen heute eigentlich eher dann so diese Blitzer-Apps. Wir wollen uns heute im Video damit beschäftigen, ob das überhaupt legal nutzbar ist, unter welchen Voraussetzungen es dann gegebenenfalls tatsächlich legal nutzbar ist. Und ich habe mir für euch mal den Ono Number One besorgt. Das ist der klassische, der hier noch mit Batterie arbeitet. Der hat noch CR2450 Zellen drin. Damit soll er so am Stück 8 Monate eigentlich im Schnitt durcharbeiten. So ist die Angabe zumindest vom Hersteller. Ob das tatsächlich so ist, werde ich natürlich ausprobieren. Inzwischen ist auch der Ono Number Two draußen. Bei dem ist es dann so, dass hier ein kleiner Akku dann verbaut ist. Der hat auch ein paar andere Features, die ihn dann durchaus schon unterscheidbar machen. Da kommen wir später noch dazu. Aber vom Grundsatz funktionieren beide Geräte eigentlich gleich. In diesem kleinen Teil hier ist nämlich tatsächlich gar nicht so sonderlich viel Elektronik drin. Das ist nichts anderes als ein Wecker für euer Handy. Denn tatsächlich findet die Blitzerwarnung nicht in diesem Gerät hier statt, sondern in eurem Handy. Letzten Endes ist dieses kleine Gerät hier nur eine Fernbedienung für euer Smartphone. In eurem Smartphone ist die App eigentlich aktiviert und die macht die eigentliche Arbeit. Hier ist das GPS-Signal drin. Hiermit habt ihr nur eine kleine Fernbedienung, könnt zum Beispiel die Meldung selber absetzen, denn ihr könnt über das kleine Teil hier selber Blitzer oder Gefahrenstellen melden. Für eine Gefahrenstelle wird einmal drauf gedrückt, für eine Blitzerstelle wird zweimal kurz hintereinander drauf gedrückt. Ihr bekommt auch entsprechende Bestätigungen dann in der App von Ono, dass das eingegangen ist, dass das weiterverarbeitet wird. Hier ist nicht viel Elektronik drin verbaut, denn wie gesagt, hier ist kein GPS-Sender, kein Empfänger. Das muss also auch nicht in dem Bereich montiert sein, dass es dann irgendwo einen freien Zugang zum Himmel hat, um dann irgendwo das GPS-Signal abzugreifen, denn dafür ist euer Smartphone zuständig. Dieses Gerät hat einfach nur den Vorteil, es ist permanent in eurem Fahrzeug verbaut und damit könnt ihr ins Auto einsteigen, müsst nicht mehr selber dran denken, jetzt die App hier aufzuwecken und das Ganze jetzt betriebsbereit zu machen. Das wird quasi durch die automatische Bluetooth-Kopplung dieser beiden Geräte miteinander im Hintergrund für euch ausgeführt. Ihr müsst das nicht mehr selber machen, könnt es damit auch nicht so leicht vergessen. Aber aufgepasst, denn das Ganze ist nur in einem Betriebsmodus legal nutzbar. Ein kurzer Disclaimer: Ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf keine Rechtsberatung durchführen. Alles, was ich jetzt hier euch wiedergebe, ist nur der Stand meiner Recherche. Macht euch im Zweifelsfall selber darüber schlau. Bei entsprechend konkreten Anfragen wendet euch an euren Rechtsanwalt. Ich habe jetzt auf dem Smartphone aktuell das Ganze auf Flugzeugmodus gestellt, damit ich euch erstmal die App erklären kann, denn das Koppeln möchte ich euch gleich zeigen. Und ich würde automatisch eine Kopplung durchführen, wenn ich einfach in das Auto einsteige. Das funktioniert sehr zuverlässig, das habe ich schon ein bisschen für euch ausprobiert und getestet. Aber aktuell sehen wir hier, Bluetooth ist deaktiviert, klicke hier, um Bluetooth einzuschalten. Kein Signal, überprüfe deine Datenverbindung und deinen Co-Driver. Das liegt am Flugmodus. Wir sind jetzt hier aber in der App drin und können in den Einstellungen erstmal ein paar Grundeinstellungen vornehmen. Ono warnt dich, wenn du dich einer Geschwindigkeitskontrolle näherst, also nur die, die sie natürlich dann auch in ihrer Datenbank drin haben.
Ebenso ist Gefahrenwarnung aktiviert. Das ist ein ganz interessanter Punkt, da komme ich gleich dann mal darauf. Und ihr könnt eine Warndistanz selber auswählen, also in Metern oder in Sekunden. Wie viele Meter vor der Gefahrenstelle wollt ihr gewarnt werden? Wie viele Sekunden wollt ihr vor der Gefahrenstelle gewarnt werden? Damit ihr das Ganze wahrnehmen könnt und auch noch entsprechend reagieren könnt, macht für mich eine Warnung in Metern wenig Sinn, denn auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit ist das dann ein ganz kurzer Zeitraum. Wenn ich aber auf Stadtverkehr unterwegs bin, dann ist Meter gegebenenfalls ein sehr langer Zeitraum, wenn ich dann vor der roten Ampel stehe. Für mich macht die Warnung in Sekunden daher mehr Sinn, als mich über die Meter warnen zu lassen. Das hat sich jetzt beim Ausprobieren eigentlich ganz gut bewährt. So könnt ihr hier also Einstellungen vornehmen und jetzt kommt's. In dieser Einstellung, Geschwindigkeitskontrollen deaktiviert, ist das vollkommen legal. Vor Gefahrenstellen dürft ihr euch warnen lassen. Die Blitzerwarnung dürft ihr nach der derzeitigen Rechtsprechung in Deutschland nur vor Fahrtantritt nutzen. Das heißt, ihr könnt es tatsächlich als Erinnerer nehmen. Der piept hier einmal, nachdem das Gerät sich eingeschaltet hat, dass er sich korrekt verbunden hat. Und dann kommen auch zwei grüne Dioden, dass er sauber verbunden ist. Dann könnt ihr und dürft ihr vor Fahrtantritt in der App gucken, ob auf eurer geplanten Strecke aktuell Blitzer gemeldet sind. Ihr dürft es aber nach der aktuellen Rechtsprechung nicht in der Fahrt machen. Ha, in dem Moment hat er sich verbunden. Ihr seht, dass der Onro jetzt grün am Blinken ist mit einer ganz langsamen Frequenz. Und jetzt ist er tatsächlich mit der App verbunden. Ich habe mir hier vorne so einen kleinen Magnethalter angebracht. Weshalb Magnethalter, dazu kommen wir nachher noch. Und jetzt ist er mit dem Smartphone verbunden, kann sich demzufolge dann austauschen. Wenn ich hier also jetzt eine Warnung eintippen würde, einmal draufdrücken, dann würde ich damit eine Warnung vor einer Gefahrenstelle melden. Das Ganze geht dann per Bluetooth aufs Smartphone und wird von dort aus dann ins Internet übertragen und an die blitzer.de Warn-App dann weitergegeben. Bei den Einstellungen können wir jetzt auch nochmal die Kartendarstellung einstellen. Wir können hier die Geschwindigkeitskontrollen und die Gefahrenstellen anzeigen lassen. In den Geräteeinstellungen kann ich jetzt nochmal die generelle Lautstärke dann einstellen. Ich bin hier auf die höchste Stufe gegangen, auf laut. Hier machen wir mal einen Test. Ich mache das mal im Hintergrund. Jetzt seht ihr auch, da kommen jetzt blaue Blinkdioden. Nochmal der Test. Mit blauer Blinkdiode. Das hört man auch in der Fahrt. Und die Gefahrenstellenmeldung. Rote Diode und anderer Ton. Das grüne Statusblinken kann ich an- und abschalten. Die Verbindungsoptimierung kann ich aktivieren. Die Verbindungsoptimierung sorgt für eine optimale Verbindung zu dem kleinen Trigger hier, gegebenenfalls mit einem leicht erhöhten Batterieverbrauch. Da gibt es auch, je nachdem welches Smartphone ihr verwendet, mein altes Handy hat dann immer eine Warnung gegeben, dass eine App den Akku entleert. Hört sich immer ganz dramatisch an. Tatsächlich habe ich im Alltag nicht feststellen können, dass da jetzt irgendwo ein erheblich größerer Verbrauch ist. Dann schauen wir uns noch die Telefoneinstellung an. Und auch dort haben wir noch Warnton übers Telefon. Das kommt dann also auch nochmal hier drüber über den Lautsprecher. Steht hier auf normal. Auch nochmal testen. Und die Gefahrenstelle. Den Modus haben wir hier zwischen hell, automatisch oder dunkel. Ich bevorzuge bei sowas eigentlich immer dunkel. Und das darf ruhig ein bisschen lauter sein. Probieren wir mal. Weil das Handy liegt manchmal dann irgendwo in einem geschlossenen Fach in der Mittelkonsole. Ja, das kann man ganz gut hören. So haben wir also Doppeltonsignal, einmal vom Ono und einmal auch nochmal über das verbundene gekoppelte Smartphone. Nochmal zur Erinnerung, das Ganze darf nur dann legal genutzt werden nach meinem Kenntnisstand, wenn man unter Warntypen nur die Gefahren aktiviert hat und die Geschwindigkeitskontrollen, so wie hier gezeigt, deaktiviert. So werde ich jetzt mit euch auch eine Kontrollfahrt, eine Testfahrt machen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt das Glück haben, dass auf der Strecke irgendwo eine Gefahrenstelle ist. Das ist natürlich ein großer Zufall, wenn ich jetzt ausgerechnet hier eine Gefahrenstelle habe. Ich habe das Gerät jetzt bereits seit 3 Monaten in dieser Einstellung im Test.
Habe in der Zeit, ich glaube, zweimal Warnungen tatsächlich von Gefahrenstellen bekommen. Bei der einen konnte ich das klar sehen, ja. Bei der anderen weiß ich nicht, wo jetzt wirklich dort die Gefahr gewesen ist, aber es stört ja nicht weiter. Es gibt einmal kurz das Warnsignal. Man ist ja ohnehin als Fahrzeugführer immer aufmerksam. Das bringt einen jetzt nicht aus dem Konzept, dass es jetzt dann einmal pinkt und einmal klingelt und man ist dann vielleicht noch mal einen Ticken mehr aufmerksam, dass man da eventuell eine Gefahrenstelle, die man sonst übersehen hätte, noch mal besser wahrnehmen kann. In welchen Ländern funktioniert das überhaupt? Also generell kann man sagen, in den Ländern der Europäischen Union funktioniert es. Also Deutschland, Polen, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Kroatien, Serbien und Bosnien und viele weitere sind hier explizit genannt. Von außen kann die Verwendung dieses Gerätes nicht gemessen werden. Das ist ja nicht irgendwie ein aktiver Radarwarner. Das waren so Geräte, die vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren ein bisschen en vogue waren. Da gab es solche Geräte. Die haben die von den damaligen Radarmessgeräten emittierten Radarstrahlen wahrgenommen und haben daraufhin dann die Warnung ausgelöst. Solche Geräte arbeiten aktiv und sind dann auch gegebenenfalls messbar. Hier ist eine Bluetooth-Verbindung zwischen einem kleinen Dongle und eurem Smartphone drin. Das ist auch ein Ohrhörer, ist genauso per Bluetooth mit eurem Handy verbunden. Das ist keine messbare und von außen auswertbare Geschichte. Oh, da wird aber jetzt ein Ono-Dongle da irgendwo betrieben in diesem Fahrzeug. Das ist in dem Sinne nicht von außen feststellbar. Was euch passieren kann, ist, dass natürlich bei einer Kontrolle durch das geöffnete Seitenfenster das Gerät entweder gesehen wird oder, und das ist jetzt schon ein bisschen konstruiert, ein nebendran fahrendes Fahrzeug, wo beide dann im Sommer vielleicht die Fenster heruntergefahren haben, dass man den Warnton dann irgendwo auch im anderen Fahrzeug dann wahrnehmen könnte. Da die Warnung aber immer nur an einer festen Stelle kommt, bei mir jetzt eingestellt 30 Sekunden vor der Gefahrenstelle, müsste das schon ein enormer Zufall sein, dass während einer Kontrolle jetzt das Gerät in irgendeiner Form mal einen Piepston von sich gibt. Im Normalfall wird da keiner irgendwo drauf aufmerksam werden. Schlau ist es natürlich, das Gerät so anzubringen, dass es nicht von außen, vom nebenan fahrenden Fahrzeug dann sichtbar irgendwo ist, also ganz oben am Cockpit irgendwo angebracht ist, dass man es von draußen schon sehen kann. Oftmals wird es so an den Lüftungsschlitzen angebracht. Das ist manchmal vielleicht nicht die schlaueste Idee, weil da ist es relativ hoch oftmals im Cockpit angebracht, je nachdem, wo die dann auch sitzen. Und damit kann es gegebenenfalls auch an einer Ampel zweispurig vom Nachbarfahrzeug aus gesehen werden, dass so etwas verbaut ist und führt dann gegebenenfalls dazu, dass eine Kontrolle durchgeführt wird. Dadurch ist es natürlich dann in meinen Augen sinnvoll, den Ono-Dongle so anzubringen, dass man ihn auch schnell entfernen kann und aus dem Sichtfeld entfernen kann. Ich habe das bei mir gelöst, indem ich hier einen Magnetfuß dann verbaut habe. Ich zeige euch das einmal schnell. Ich habe ihn hier also in der Mittelkonsole angebracht, zwischen den Lüfterrädern auf einem Magnetfuß. Ich kann ihn hier einmal schnell wegnehmen und kann ihn hier unten einfach ins Fach reinwerfen. Es verbleibt ein kleiner Magnetfuß hier vorne, der nicht weiter auffällig ist. Und wenn ich ihn wieder anbringen will, setze ich ihn einfach hier auf den Magnetfuß. Er hat sich ganz schnell dann an der Stelle dann fixiert hier. Habt ihr gesehen, wie er mir fast aus dem Finger rausgezogen worden ist. Also der Koppler hier, ich werde den mal unter dem Video verlinken, der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe dann gleich 2 Stück im Set davon gehabt und konnte dadurch dann jetzt natürlich auch das Gerät dann immer zwischen meinen Fahrzeugen wechseln. Das ist ein schneller Handgriff, dann hat man ihn aus dem Daily Driver rausgenommen und mit rübergenommen ins Wohnmobil. Woher weiß jetzt die OONO-App, wo denn ein Blitzer oder eine Gefahrenstelle ist? OONO nutzt blitzer.de. Das ist eine sehr große Community mit einer entsprechend dahinterliegenden Datenbank. Die Community ist sehr aktiv, die Blitzer- und Gefahrenstellen im deutschsprachigen und auch in den benachbarten Ländern dann zu melden. Dort hat man also eine sehr, sehr große Datenbasis. Und das ist auch vollkommen legal nutzbar, denn jeder von uns darf, wenn er zu Hause sich auf eine Fahrtstrecke vorbereitet, sich darüber informieren, ob gegebenenfalls auf der Strecke, die man plant zu fahren, irgendwo Blitzer gerade aktiv sind. Dasselbe Prinzip gilt ja auch bei den Radiodurchsagen, wo euch auch immer vor aktiven Blitzerpositionen aktuell gerade eine Warnung dann übers Autoradio dann ausgesprochen wird. Das ist erlaubt. Nicht erlaubt ist nach der derzeitigen Rechtsprechung die Nutzung im Fahrzeug über eine App in Dauerschleife. Das entspricht dem
was früher auch Radarwarner gewesen sind. Das sind Geräte, die spielen heute effektiv keine Rolle mehr. So hat das Oberlandesgericht Rostock festgestellt, dass Blitzer-Apps illegal sind. Dort hat also das OLG Rostock festgestellt, dass Blitzer-Apps im Kern einem Radarwarner entsprechen und der Radarwarner ist vom Gesetzgeber verboten gewesen. Man hat das Ganze also einander gleichgestellt und gesagt, auch die Blitzer-App ist eigentlich illegal. Und dann hat es eine Klarstellung gegeben, die hat auch ja, viel Aufmerksamkeit in der Presse dann gefunden. Das ist jetzt nämlich das Oberlandesgericht Karlsruhe gewesen. Die haben am 7.2.2023 festgestellt, dass eine Verwendung der Blitzer-App auch durch den Beifahrer untersagt ist, wenn der Fahrer sich dadurch die Warnfunktion indirekt zunutze macht. Vorher haben viele das quasi als Hintertürchen verwendet, dass sie gesagt haben, ja, ich habe das ja gar nicht benutzt, das war mein Beifahrer, meine Beifahrerin, die hat das Ganze da ja nur genutzt und ich kann da ja gar nichts dafür. Durch dieses Gerichtsurteil ist das Ganze jetzt also juristisch anders gewertet. Es gibt auch noch weitere Anbieter, die ähnliche Geräte und Apps anbieten. Auch bei denen steckt in ihren Apps meistens die Blitzer.de Datenbank dahinter. Ihr müsst natürlich aufpassen, zu 100% wird euch das Gerät nie vor jeder ja, Gefahrenstelle oder auch vor einem Blitzer warnen können. Es hilft euch gegebenenfalls, einzelne Stellen dann tatsächlich zu erkennen rechtzeitig. Grundsätzlich solltet ihr immer angepasst fahren und Geschwindigkeitsbeschränkungen dann auch entsprechend einhalten. Aber manchmal, und da mache ich mich nicht frei davon, manchmal ist man auch einfach dann durch die ja, Zeichenführung dann überrascht. Ich habe selber vor kurzem gerade eine Geschichte gehabt, das war gar nicht so dramatisch. Es waren, glaube ich, 20, 30 Euro für Warngeld. Da war es halt in einer Autobahnbaustelle. Die Autobahnbaustelle war beendet. Das Tempo 80-Zeichen war aufgehoben. Ich konnte wieder beschleunigen und ehe ich es mich versah, kam plötzlich dann direkt danach gleich wieder vielleicht 300, 400 Meter weiter die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung nach der Freigabe. Das macht natürlich irgendwo wenig Sinn, ne, aber ich habe da in dem Moment nicht damit gerechnet und zack, an der Stelle stand dann natürlich auch gleich der Blitzer. Ja, dumm gelaufen, passiert halt. Vor solchen Geschichten kann euch diese App dann tatsächlich dann bewahren, aber eine hundertprozentige Sicherheit habt ihr dabei nie. Es kann euch auch passieren, dass der OONO euch warnt, obwohl auf der aktuellen Strecke der Blitzer tatsächlich gar nicht montiert ist. Die App weiß nur die Positionen von Blitzern und wenn das jetzt auf der parallel führenden Straße in einem gewissen Winkel zu der Strecke ist, auf der ihr euch gerade befindet, kann es in der App zu Fehlinterpretationen kommen, dass sie sagt, der Blitzer, der eigentlich auf der Landstraße neben der Autobahn steht, ist auch auf der Autobahn hier aktiv und er warnt euch davor. Aber auch da gilt für mich, lieber einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig. Wir fahren jetzt mal eine kleine Runde mit aktivierten Gefahrenwarner. Radio schalte ich mal aus während der Zeit. Das Handy habe ich jetzt nur zur Veranschaulichung in den Halter hier oberhalb vom Radio dann mal eingeklickt. Das liegt normalerweise dann unten bei mir im Fach, da achte ich dann überhaupt nicht weiter darauf. Die regelmäßig blinkende grüne Diode mit großem Abstand zwischen dem Blinken zeigt mir dann auch an, dass er tatsächlich miteinander verbunden ist. Ich habe jetzt 3 Monate getestet, das hat sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Worin unterscheidet sich jetzt der Co-Driver Number One, das ist das erste Gerät, was von OONO auf den Markt gekommen ist, von seinem Nachfolger vom Co-Driver Number Two? Der Co-Driver Number Two hat einen eingebauten Akku, lässt sich über USB-C dann auch gegebenenfalls im Fahrzeug wieder aufladen, wenn man einen entsprechenden Anschluss dann hat. Der erste Co-Driver ist noch ausgerüstet mit einem Batterietyp CR2450, hält circa, wie gesagt, 8 Monate. Da ist natürlich der Akku dann schon mal praktisch, den kann man selber dann auch wieder aufladen. Aber auch der CR2450, man kann das Gerät öffnen, kann selber den Akkuwechsel machen, das ist total unproblematisch.
Der Co-Driver Number 2 hat darüber hinaus eine größere Diode außenrum als Ring, ist also etwas auffälliger als die beiden Einzeldioden, die hier drin sind, aber ich finde auch die beiden Einzeldioden wirken schon sehr, sehr gut. Und der größte Vorteil vom Co-Driver Number 2, er lässt sich mit Android Auto oder Apple CarPlay verbinden, sodass dann die Warnungen dann auch integriert in die Navigation dort mit eingebunden werden können. Ist für mich jetzt allerdings nicht der großartige Unterschied, dass ich deswegen jetzt unbedingt mir den Co-Driver Number 2 zulegen muss. Ich bin mit dem Nummer 1 immer noch sehr, sehr zufrieden. Den werde ich jetzt auch so weiter nutzen. Natürlich nur im legalen Rahmen, ist klar. Übrigens, dieser Test ist nicht gesponsert. Ich habe das Gerät ganz normal selber während einer Vorweihnachtsaktion gekauft und habe das jetzt auch erstmal 3 Monate in Dauertestbetrieb genommen, bevor ich dieses Video hier gemacht habe, weil ich wirklich sehen wollte, taugt das was? Kann man das wirklich vernünftig im Alltag einsetzen? Und da muss ich sagen, ja, nach Anfangsschwierigkeiten mit meinem alten Smartphone, dem Huawei P30 Pro, da habe ich tatsächlich Probleme mit der Verkopplung zunächst gehabt. Das ließ sich dann nachher aber auch fixen. Man musste dann in den Energiespareinstellungen dann veränderte Einstellungen vornehmen. Und damit ließ es sich dann auch zuverlässig auch mit meinem alten Smartphone koppeln. Einziger Haken, er hat dann immer diese Warnung dann ausgegeben auf meinem Smartphone. Achtung, da ist eine App, die entleert deinen Akku. Willst du das wirklich zulassen? Das musste man dann halt ignorieren. Denn tatsächlich ist der Akku dadurch jetzt nicht übermäßig entladen worden. Er hat halt einfach nur einen Warnhinweis gegeben, dass diese Oono-App halt regelmäßig dann irgendwo pulst, irgendwo versucht, eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen. Und natürlich ist das dann eine App, die permanent für eine ja, ganz geringe Last dann sorgt. Und Apps, die das nicht tun müssen, die werden dann natürlich auch zu Recht angemeckert. Auf meinem neuen Handy, dem Samsung S24, das ich jetzt seit kurzem habe, ist es von vornherein zu dieser Fehlermeldung gar nicht erst gekommen. Der koppelt sich einfach sauber und gibt dann auch keine Warnmeldung ab, dass da jetzt irgendwie der Akku entladen werden würde. Ich hoffe, das Video hat euch da ein bisschen Spaß gemacht und hat euch ein bisschen aufklären können, wie denn dieser Co-Driver denn überhaupt funktionieren soll. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, wer nicht abonnieren will. Ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.